Transsibirische Eisenbahn. Homeoffice. Bedrucktes Papier, obwohl ich Dokumentmanagement mache. Eher die Nachtigall. Oh Gott, lieber den Joker, also weder noch. Festival. Comedy. Keins von beiden. Sowohl als auch. Unix. Porsche. Also ich bin bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH in der IT. Dabei bin ich zuständig seit knapp 10 Jahren fürs Dokumentmanagementsystem von Enayo. Vor 10 Jahren oder ein bisschen mehr gab es den Plan umzuziehen in ein neues Gebäude mit einem Altarchiv im Keller mit, ich weiß nicht, 25 großen Registern, die da umhergeschoben wurden, also ein riesiger Platz. Und da hat man gesagt, ja, so viel Platz hat man im Neubau nicht mehr und auch das Umziehen wäre jetzt nicht so ganz einfach. Und da hat man gesagt, okay, es gibt jetzt was Modernes, nämlich elektronisches Dokumentenmanagementsystem. Und letztendlich sind wir dann bei Enayo von Optimal Systems geblieben. Einige wichtige Punkte war die Datenbankanbindung, Java, eine offene Architektur, weil wir halt schon damals als Anwendungsentwicklung, das heißt, wir haben hier im Haus eine echte Anwendungsentwicklung mit Software-Ingenieuren, wo wir gesagt haben, wir würden gern oder wir werden höchstwahrscheinlich eigene Entwicklung an dieses System anbauen müssen oder als Add-on integrieren müssen. Und da haben wir gesagt, wir möchten eine möglichst offene Architekturlösung haben. Bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH haben wir im Enayo unterschiedliche Abteilungen, die dort Dokumente ablegen. Das Wichtigste sind sicher die ein- und ausgehenden Rechnungsbelege für die FIBU. Wir haben eine Maschinenakte, wo wir Kenndaten, Datenblätter, Werkstattberichte für unsere Kundenmaschinen ablegen. Und wir haben bei unserer Schwester, der Zeppelin Power Systems, einen Rechnungseingangsworkflow implementiert, wo eingehende Rechnungen im frühen Scan ins Dokumentmanagementsystem eingespielt werden und dann elektronisch freigegeben und bis zur Buchung fertig gemeldet werden. Also ein großer Vorteil ist sicher unsere Anbindung an unser Service Management. Das heißt, wir haben heute eine selbstentwickelte App, mit der die Service-Mitarbeiter ihre Arbeitsaufträge draußen im Feld, auf den Baustellen oder wo immer die Geräte stehen, kriegen. Und von diesen Handhelds werden auch Dokumente erstellt, die dann im Dokumentmanagementsystem abgelegt werden. Und früher war es halt so, der Mitarbeiter ist rausgefahren, hat seinen Kundenauftrag erledigt, hat einen handschriftlichen Bericht geschrieben und ist halt, wenn es schlimm kam, alle Woche mal wieder in die Niederlassung gefahren, hat sich neue Werkzeugteile geholt oder Ersatzteile und hat dabei dann, wenn er daran gedacht hat, die Berichte abgegeben. Das heißt, wir hatten eine relativ große zeitliche Differenz zwischen wann ist es passiert und wann kriegen wir das Papier und wann können wir das abrechnen. Und heute mit dieser neuen App werden diese Berichte sofort erstellt, nicht direkt von der App, aber von dem Server, über den die App betrieben wird, die Dokumente ins Dokumentmanagement gestellt. Das heißt, am nächsten Tag hat der Sachbearbeiter diese Arbeitsberichte auf dem Tisch, kann sehen, was er gemacht hat, kann eine Rechnung erstellen und damit haben wir da einen riesen Zeitfortsprung. Auch sind wir auskunftsfähig, wenn der Kunde anruft, was habt ihr denn gemacht? Sieht er am nächsten Tag sofort, was passiert ist. Ja, wir haben natürlich in den wichtigen Bereichen deutlich an Papier eingespart. Es gibt dort keine Akten mehr in Papierform. Wir können auch in den Niederlassungen viel Papier einsparen, dass dort keine Akten mehr für die einzelnen Maschinen angelegt werden. Nicht nur mit Enayo, auch mit den Leuten, die dahinter stehen. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht nur ein Produkt, es sind auch Leute, es ist ein Service. Es sind Vertriebspartner, die auch dahinter stehen und die man fragen kann und die einen mit Rat und Tat zur Seite stellen. Mit dem Gesamtkonzept sind wir sehr zufrieden. Die Akzeptanz der Mitarbeiter ist sehr gut, sie sind zufrieden. Viele nutzen dieses System. Manche wissen gar nicht, sie nutzen gar nicht den Webclient, sondern sie gehen direkt aus der ERP-Anwendung. Sie öffnen einen Link zum Dokument und das Dokument erscheint.
Was dahinter an Technik steht, wissen die meisten gar nicht, aber sie brauchen es heute und sie können sich, glaube ich, viele könnten sich nicht vorstellen, ohne diese Technologie heute zu arbeiten. Auch wenn sie vor 10 Jahren noch ihre Aktenordner hatten, die wollen sie garantiert nicht mehr zurück.